Wo soll sowas gemacht werden, wenn nicht hier? Wir haben uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, als Borussia Dortmund immer klimaneutraler zu werden. Das ist Wahnsinn und das ist Borussia Dortmund. Das sucht seinesgleichen auf Stadiondächern weltweit. Ich glaube, es ist ein sehr starkes Signal hier auch für den Klimaschutz. Das ist schon eine richtig, richtig große und wirkungsvolle Maßnahme innerhalb unserer Strategie. Es ist einfach toll. Es ist und bleibt für mich das geilste Stadion der Welt. Ja, wir freuen uns, dass das geklappt hat. Riesenprojekt für uns, dass sie vor allem auch im Zeitplan geblieben sind und dass wir uns jetzt wirklich mit der größten PV-Anlage auf einem Fußballstadiondach schmücken können. Und die Partnerschaft mit Borussia Dortmund ist natürlich was Tolles, dem führenden Fußballclub hier in der Region. Aber jetzt ist, glaube ich, auch Zeit, uns das mal in echt anzugucken. So, das ist ja einladend, oder? Ist relativ langsam, oben ruckelt es einmal beim Anhalten. Ich habe Höhenangst. Deshalb. Hast du? Ja. Ja, dann am besten immer da. Ich hab Höhenangst, ja. Halt die Schwerte nochmal. Aber ist das wirklich so? Wackelt das? Das war's schon. Ja? So, schneller wieder nicht. Oh, lächerlich. Ein bisschen vor wie auf der Kirmes, so langsam hochgeht. Und gleich mal Gleich freier Fall. Nicht Power Tower. Ja, genau. Das fällt aber nicht. Wie hoch fahren wir denn? 53 Meter ist genau die Dachkante. Dann gehen wir rüber aufs Dach. Und ja, nur einen Schritt, da ist ein Podest. Das habe ich extra absperren lassen. Also das ist quasi Kann man sich hier anlehnen? 2 Meter. Nur ein großes. Nein, kein Sprung. Ich habe Lars gesagt, wir machen nur ein schnelles Foto. Gleich ist es geschafft. Wir rutschen einmal runter. So, jetzt müssen wir noch einmal hier dran. Guck mal runter, bitte. Ja, wird hier schon anders, ey. Boah. Wollen Sie mal vorgehen, Herr Kreber? Ob es auch hält? Dann wollen wir mal gucken, wie das mit der... Ist alles sicher, ne? Das ist alles sicher. Und das ist jetzt echt der Weltrekord, oder? Ja, absolut. Also vorher lag der Weltrekord in der Türkei bei Galatasaray Istanbul. Okay. Genau, 4,2 Megawatt Peak. Und wir haben jetzt, wie gesagt, die 5 geknackt. Halten hoffentlich so relativ lange den Weltrekord dazu. Auf jeden Fall. Wenn wir hier drüber fliegen, können wir wieder BVB 09 sehen? Absolut. So das musste schaut's natürlich aus. sein. Das ist mein BVB. Das ist er. Mein Name ist Christian Hockenjos, ich bin Direktor der Organisation im Hause Borussia Dortmund und Geschäftsführer der BVB Stadion Management GmbH. Verantworte dieses Stadion seit jetzt gut 20 Jahren und es ist natürlich eines der Themen, die mich in den letzten 20 Jahren auch viel beschäftigt hat und sehr gerne beschäftigt hat. Als ich hier anfing, da wurde gerade die Westtribüne Oberrang und die Osttribüne Oberrang gebaut. Und seither ist in 30 Jahren verdammt viel geschehen mit diesem Stadion. Und es hat trotzdem seinen authentischen Charakter glücklicherweise aufrechterhalten. Es war 1974 zur WM als in Fertigbauweise gebaut worden, als einziges Stadion damals ohne Tatanbahn. Und das hat diesem Stadion, dem damaligen Westfalenstadion, glaube ich, diese unverkennbare Note gegeben. Man weiß hier, wo man ist. Und zurückblickend im Jahre 98 hatten wir die zweite Ausbaustufe durchgeführt. Damals nur in der Sommerpause die beiden Oberränge Nord und Süd gebaut. 2002, 2003, um ein Halbfinale für die WM zu kriegen, dann die Ecken geschlossen. Und dann hatten wir auch ein paar Jahre, wo wir nicht so viel investieren konnten, weil es dem BVB nicht wirklich gut ging. Aber auch in diesen Jahren haben wir, wenn es um Substanzerhalt und Sicherheit ging, da gab es nie eine Frage. Das haben wir alles gemacht. Aber später dann, als es uns auch wirtschaftlich wieder besser ging, haben wir dann auch vermehrt in die Moderne dieses Stadions investiert. Es ist viel geschehen in all den Jahren und es wird, glaube ich, auch weiterhin mit diesem Stadion, was hoffentlich noch lange Heimstätte von Borussia Dortmund sein wird, geschehen.
Heute ist der Tag, an dem die Geschichte der alten PV-Anlage auf dem Dach des Signal Iduna Park endet. Wir drehen heute den Saft ab und ab morgen beginnen wir dann mit dem Abbau der alten Module und dann natürlich auch entsprechend zeitversetzt mit dem Aufbau der neuen. Sicherheit geht auch an der Stelle vor. Insoweit wird das Ganze, die Techniker sagen, verplombt, damit einfach niemandem an der Stelle irgendetwas passieren kann. Hier kommen jetzt die ganzen Sicherungen für die West- und Nordtribüne raus. Diese ganzen Maßnahmen haben natürlich auch den Hintergrund, absolut sicher zu sein, dass wenn auf dem Dach gearbeitet wird, dass dort nicht doch irgendwo Strom fließt, der unser arbeitendes Personal in irgendeiner Art und Weise gefährden könnte. Ich bin Florian Demnitz, ich bin Energiemanager bei Borussia Dortmund. Ich habe in den letzten 2 Jahren eine Menge Projekte beim BVB planen und umsetzen dürfen. Das hier ist aber mit Abstand das Größte. Ich bin Marieke Philippi, ich leite die Stabsstelle Corporate Responsibility bei Borussia Dortmund und mein Team und ich, wir sind verantwortlich für die Koordination unserer Nachhaltigkeitsstrategie und steuern die Aktivitäten rund um Ökologie, Soziales und auch Governance. Man kann schon sagen, dass es ein absolutes Leuchtturmprojekt des BVBs ist, weil es da eine echte Wirkung innerhalb unserer Dekarbonisierungsstrategie erzielt. Und das ist extrem wichtig für unsere ökologischen Themen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich der ein oder andere Fan jetzt fragt, warum wir die alte Anlage vom Dach holen und da eine neue draufsetzen. Aber die alte Anlage war einfach alt. Und wir müssen mit der Zeit gehen. Die Technologie entwickelt sich weiter fort. Und deshalb war es jetzt der richtige Zeitpunkt, da auch zu überlegen, ob wir nicht noch eine neue, leistungsstärkere Photovoltaikanlage da aufs Dach packen. Die Technik ist natürlich heute viel weiter. Wir können etwa 5-mal so viel Energie generieren, wie wir bisher mit unserer alten Anlage generieren. Die Module sind natürlich viel effizienter geworden. Und wir haben die Dachflächen auch noch gar nicht ausgereizt. Das heißt, auf der Südtribüne und auch in den Ecken ist ja faktisch gar nichts. Wir nehmen nicht einfach ein paar Platten vom Dach und legen neue drauf. Das ganze Projekt ist sehr komplex und erfordert eine detaillierte Dachlogistik. Das Dach muss erstmal grundgereinigt werden. Wir müssen das Dach auch auf schadhafte Stellen überprüfen und dann gegebenenfalls beseitigen. Weil wenn wir natürlich so viele neue Module montieren, werden wir später dann nicht mehr so einfach dran kommen. Ja, und wenn wir dann schon mal die Chance haben, tragen wir natürlich auch einen Schutzlack auf, der einmal 2 Effekte hat. Einmal verbessert er die Effizienz der Anlage und zweitens schützt das Dach vor Korrosion. Ja, und in Summe legen wir über 200 Kilometer Kabel auf dem Dach in einer Kabeltrasse, was auch sehr aufwendig ist. Und hoffentlich sind wir dann in den geplanten 7 bis 8 Monaten Bauzeit auch durch. Wir werden im Uhrzeigersinn die Montage beginnen. Auf der Süd waren ja vorher keine Module, deswegen beginnen wir da mit einer Grundreinigung. Im Westen werden hingegen dessen schon die alten Module abmontiert und dessen Unterkonstruktion. Und so gehen wir immer Stück für Stück im Uhrzeigersinn weiter fort. Während dann auf der Süd die Grundreinigung abgeschlossen ist, wird dann sofort der Schutzlack aufgetragen, um dann wieder später die Unterkonstruktion und Module zu montieren. Und so geht es dann im Prinzip im Uhrzeigersinn über das ganze Stadiondach, sodass wir dann am Ende über alle Ecken wieder auf der Süd ankommen. Wie kriegen wir denn 8.800 alte Module vom Dach und 11.132 Module auf das Dach? Das haben wir so gelöst, indem wir 2 Dachaufzüge an der Außenfassade des Stadions installiert haben. Einer steht an der Südtribüne und einer an der Nordwestecke des Stadions. Natürlich hoffen wir auf gutes Wetter. Das kann natürlich gerne bis Oktober genauso bleiben wie heute. Heute ist ein besonderer Tag, denn das sind die ersten 9 Module, die auf die Südtribüne kommen. Die gute Nachricht, wir sind immer noch im Zeitplan und das Wetter spielt mit. Vor allem aber machen die Jungs auf dem Dach einen überragenden Job. Ein Vorteil der neuen Module ist natürlich, dass sie wesentlich leistungsstärker sind, nämlich ca. 4,5 Mal so viel wie die alten Module. Die alten haben 100 Watt Peak pro Modul und die neuen Module haben 450 Watt Peak. Also da auch sieht man den Technikfortschritt.
Ein weiterer Vorteil der neuen Module ist ebenfalls, dass sie bifazial sind. Das heißt, die Sonne, die auf dem Dach auftrifft, wird reflektiert und sorgt auch noch dafür, dass die Module von unten Energie aufnehmen und nicht nur über die Fläche oben. Wir haben jetzt nicht überall in der Stadt nachgefragt, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wir in diesem Sommer das höchste Dixie-Klo in der Stadt Dortmund haben, auf unserem Dach. Es ist noch blau-weiß, aber wir werden ganz sicher dafür sorgen, dass da einige Aufkleber drauf kommen. Ja, die beiden Aufzüge, die wir an der Südtribüne und an der Nordwestecke des Stadions aufgebaut haben, die sind tatsächlich aktuell 25 Mal am Tag circa in Betrieb und fahren hoch und runter. Dann, wenn wir im Zeitplan bleiben und am Ende des Projekts werden wir damit über 3000 Aufzugfahrten haben, da haben sich die Dinger natürlich extrem gelohnt für uns. Mit den Modulen auf dem Dach ist es natürlich leider längst nicht geschehen. Es braucht, wenn man eine solche neue Anlage, die quasi den mehr als 5-fachen Output der alten Anlage hat, auch viel zusätzliche Infrastruktur. Da sind wir auch gerade dran. Dazu gehört beispielsweise das Aufstemmen des Bodens, um vom Wechselrichterraum an der Südtribüne auf den Containerplatz zu kommen, wo dann die neue Batteriespeicheranlage installiert wird, die uns ja auch sehr, sehr deutlich energetisch nach vorne bringen wird. Also viel Arbeiten auch außerhalb des Stadions, um dieses große Projekt dann erfolgreich abzuschließen. Was uns jetzt parallel zu den Arbeiten auf dem Dach beschäftigt, ist nämlich unter dem Dach, und das ist der sogenannte Wechselrichterraum. Da werden wir 11 Wechselrichter montieren, die dann die gesamte Energie, die auf dem Dach erzeugt wird, das wird in Gleichstrom erzeugt, in Wechselstrom umgeneriert, sodass wir sie benutzen können. Wechselstrom ist quasi der Strom, der zu Hause aus der Steckdose kommt. Und dort führen auch alle Kabelenden im Prinzip in ganz vielen dünnen Strippen zusammen, welche dann mit sehr, sehr dicken Kupferleitungen an der Fassade der Südtribüne heruntergeleitet werden und dann zum Batteriespeicher gehen. Reicht! Reicht! Stopp! Also für den direkten Weg der Kabel vom Dach in den Wechselrichterraum sind mehrere Kernbohrungen notwendig. Einfach aus dem Grund, weil wir sonst noch mehr als 200 Kilometer Kabel ziehen müssten. Und das ist ja ohnehin schon eine ganze Menge. Dann, irgendwann reicht es dann auch mal. Aber keine Angst, wir machen den Signal Iduna Park natürlich nicht zum Schweizer Käse. Das sind nun mal notwendige Arbeiten gewesen, um die Kabelwege so effizient wie möglich zu gestalten. Und natürlich hat das auch alles ein Statiker abgesegnet. Jetzt im Juli sind bereits große Teile der Süd- und Westtribüne belegt. Die neue Unterkonstruktion ist komplett montiert. Der Schutzlack ist komplett aufgetragen. Und man sieht hier die Holzstege, die zur Dachlogistik notwendig sind. Diese werden dann später durch einen festen Wartungssteg ersetzt, sodass wir auch immer sicherstellen, dass wir die Anlage auch vernünftig warten und begehen können. Diese Basieren, diese Dank. Parallel werden bereits die Kabel zum Catering Tower gezogen. Ja, Catering Tower, die neue Küche, die berühmte, berüchtigte. Wir haben hier die Synergie gefunden, dass wir bereits jetzt schon Kabel verlegt haben, sodass wir nicht später beim Bau der PV-Anlage nochmal alles aufreißen müssen. Im Moment sieht das alles nach einem großen Kabelsalat aus, aber keine Sorge, die Kabel werden alle sortiert und markiert. Das sind die Kabel, die dann zu den Wechselrichtern laufen. Das sind hunderte Kabel, die dort ankommen, in die Wechselrichter gehen und dann aus dem Wechselrichter kommt dann ein dickes Kabel und führt dann runter an der Stadionfassade. Uhr morgens, sehr, sehr knackig kalt.
Aber heute ist es endlich soweit. Der zweite Riesenmeilenstein des Projekts wird umgesetzt. Der Batteriespeicher kommt. Im Hintergrund sieht man schon den Kran, wie er gerade vorbereitende Maßnahmen vornimmt. Und dann den 36 Tonnen schweren Batteriespeicher in das Fundament setzen wird, zwischen die Schaltschutzwände, die dort später auch noch angebracht werden. Dadurch kann, auch wenn die Sonne nicht scheint, grüner Strom zur Eigenbedarfsoptimierung für das Stadion zur Verfügung gestellt werden. Und wenn dieser Strom nicht gebraucht wird, dann kann er im Markt verkauft werden. Und das bedeutet eine weitere Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wahnsinnig eng hier durch das kleine Tor, rückwärts eingeparkt. Sehr gut gemacht. Jetzt muss er nur noch rübergehoben werden. Endlich geht's los. Ja, Wahnsinn. Hier steht er jetzt endlich. Das hat quasi 3 Jahre Planungszeit jetzt gedauert. 1 Jahr Lieferzeit, 36 Tonnen. Ich bin total stolz und happy, dass das so gut geklappt hat. Jetzt darfst du auch ruhig anfangen zu riechen. Mich macht das schon sehr stolz und ich bin auch echt beeindruckt, dass wir jedes Jahr ca. 1700 Tonnen CO2 durch die Photovoltaikanlage einsparen können. Um das ein bisschen greifbarer zu machen, das sind ca. 180 Millionen Fußbälle, die mit CO2 gefüllt sind. Und wenn man die aneinander reiht, dann gehen die quasi einmal um die Erde. Und das ist schon eine richtig, richtig große und wirkungsvolle Maßnahme innerhalb unserer Strategie. Das war solch ein Mammutprojekt. Wir sind im Budgetrahmen geblieben, wir sind im Zeitrahmen geblieben. So viele Menschen, so viel Schweiß, so viel Arbeit in diesem Projekt. Es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass wir mit Borussia Dortmund immer versuchen, den Signal Iduna Park wettbewerbsfähig zu halten, auf dem Stand der Technik zu halten. Viele Dinge, die ich heute sehe, die angepackt werden, die umgesetzt werden, die waren einfach nur auf dem Papier geschrieben, als Zukunftsmaßnahmen, als Zukunftsvision. Und jetzt heute, wenn ich schaue, wie viele Experten und Expertinnen sich bei Borussia Dortmund fachübergreifend mit den Themen auseinandersetzen, wie wir diese unterschiedlichsten Nachhaltigkeitsthemen bündeln können, sei es jetzt ökologische Verantwortung, sei es gesellschaftliche Verantwortung, dann macht mich das extrem stolz. Wenn man das größte Stadion hat und jetzt noch die größte PV-Anlage auf dem Dach hat, dann ist das für mich nur eine logische Konsequenz. Das Stadion ist rekordverdächtigt und wenn nicht hier, wo dann? Ne? Also schon sehr beeindruckend, wenn man die Anlage dann auch endlich fertig sieht. Und die ist ja in Rekordzeit erstellt worden. Wir haben jetzt über 11.000 Module, modernste Technologie hier aufs Stadiondach gebracht. In Sommermonaten, wo vielleicht mehr Energie zur Verfügung steht, als wir brauchen und der Batteriespeicher voll gefüllt ist, speisen wir den überschüssigen Strom ins Netz ein. Und mit unserem Nachhaltigkeitspartner RWE werden wir am Energiemarkt Energie handeln. Und das ist natürlich die Partnerschaft zwischen BVB und RWE das klare Zeichen, in Deutschland bewegt sich was. Wir wollen was Besonderes sein und wir wollen besonders umweltschonend sein. Und dann so eine Anlage hier zu sehen, boah, das macht schon was mit einem. Also ich bin stolz, ein Borusse zu sein. Das Wichtigste, wir hören nicht auf. Also in dem Thema wird es kein Ende geben. Wir bleiben dran, denn Nachhaltigkeitsmanagement ist eine Reise, das ist ein Prozess. Und da können sich alle darauf verlassen, dass wir da nicht locker lassen werden.